Hey Freunde, da bin ich wieder, Dennis aka Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, ich hoffe, ihr seid gesund und munter. Ja, und heute stelle ich euch 10 Düfte vor, die günstig sind, aber eine starke Haltbarkeit haben. Also Top 10, ja, Beast Mode. Ja, also schon sehr starke Haltbarkeit. Man könnte schon sagen, Beast Mode, ja, 2023 vor Top 10. Auch hier, wie ich immer erwähne, gibt es definitiv mehr Düfte noch, die ja auch stark sind. Hier sind jetzt erstmal die ersten 10. Und ja, bevor ich sie zeige, für alle Neuen, drückt die Glocke, abonniert meinen Kanal, bleibt hier. Das würde mich natürlich freuen, weil hier seid ihr auf dem richtigen Kanal. So, wir fangen mal an. Natürlich ist das Ansichtssache. Bei mir halten die wirklich gut. Deswegen, ich zeige euch natürlich jetzt Düfte, die bei mir gut halten. Jede Haut ist anders, ihr wisst es. Aber ich denke mal, die werden bei euch auch gut performen. So, Job Homme Wild. Ja, ein süßer Clubduft, der wirklich eine gute Haltbarkeit hat. Das Lustige ist, ich fand den nicht mehr ganz so gut. Ich habe ihn jetzt jahrelang nicht gerochen. Aber ja, wenn man mal was oder auf was Süßes Bock hat, wenn man nicht so viel Geld ausgeben möchte, kann, will, wie auch immer, dann Job Homme Wild ist ein schöner Clubduft für Jüngere auch, aber wenn man natürlich auch ein bisschen älter ist, kann man den trotzdem logischerweise gut tragen. Hält auf jeden Fall sehr gut Haltbarkeit. Wir müssen jetzt hier nicht drüber sprechen. Das sind wirklich 9 bis 11 Stunden. Das ist hier sehr gute Haltbarkeit. Alle, die ich euch jetzt zeige, halten bei mir wirklich so zwischen 9 und wirklich 14 Stunden. So, auf jeden Fall Job Homme Wild gehört dazu. So, der nächste, nehmen wir gleich nochmal den Job oder noch ein Job, und zwar das Original. Ja, das ist natürlich die Kirsche, synthetische Kirsche heutzutage. Ich habe auch noch die alte Version. Ich habe sehr viel Flanker von Job Homme. Das ist einer meiner ersten Düfte von früher gewesen und der geht trotzdem immer noch klar, auch wenn er natürlich nicht so wie früher mehr ist, aber darum geht es heute nicht. Trotzdem hat er immer noch eine sehr, sehr starke Haltbarkeit und ja, hält ziemlich lange. Ist natürlich definitiv schneller hautnah als früher, aber trotzdem, da reden wir von 10 Stunden, 11 Stunden Haltbarkeit trotzdem noch. Also bei mir immer noch nice. Ich muss dazu sagen, ihr müsst achten, das ist die, müsste ich jetzt lügen, 125 ml, genauso wie hier. Job bietet auch gern 200 ml an, würde ich sein lassen. Ich bin der Meinung, dass der 200 ml nicht so lange hält. Also, warum, weshalb, ist keine Ahnung, ist eine andere Frage, aber ihr solltet auf jeden Fall Job Homme holen. So, der nächste kommt von Lattafa und heißt Azad. Ja, das ist ein würzig, frischer, leicht, ja nicht moosiger, aber cooler arabischer Duft, der den Dior Elixir sehr nachkommt und hier mit einer richtig schönen Haltbarkeit auch von 9 bis 10 Stunden. Um die Silage geht es jetzt hier nicht, es geht ja um die Haltbarkeit, aber hier habt ihr Power und ja, müsst ihr nicht so viel Geld für ausgeben wie bei den Dior, lange nicht. Und ihr habt hier richtig gute Qualität, auch einen coolen Flakon, wer auf sowas steht. Und ja, Arabian Style irgendwie alles, ne? Und ja, auf jeden Fall sehr cool. Und wer Dior Elixir kennt, der kennt dann auch diesen Duft. Also Schlag dazu. Könnt ihr blinder machen, wenn ihr den Dior mal gerochen habt, wenn der euch zu teuer ist. Dann diesen Duft, Lattafa. So, dann haben wir einen Duft von Afnan und zwar Turati. Ja, das ist auch hier eine Haltbarkeit von 8 bis 10 Stunden, schön frischer, guter Sprüher, schön frischer, süßlicher, zitrischer Duft. So müsst ihr euch den, bisschen pudrig dazu, ganz wenig jetzt, ne? Und gefällt mir richtig gut in Frühling, Sommer, richtig gut zu tragen. Ja, auch hier wieder der Style, so, das ist einfach, der arabische Style ist einfach immer ein bisschen anders, gefällt mir immer, mache ich schon so. Und ja, da habt ihr für euren oder für euer Geld habt ihr da echt gute Düfte. Das darf man nicht vergessen. So, und hier Afnan wirklich. Die sind manchmal günstiger als Drogeriedüfte. Und da ist die Haltbarkeit eher ganz anders. Ne? Wir kommen gleich noch zu einem Drogerieduft. Aber hier, wie gesagt, sehr geil. Den habt ihr auf den Schirm. So, jetzt kommen wir zu Bentley Intense. Ja, den muss ich einfach. Und der ist grundsätzlich
drin. Der ist grundsätzlich dabei, wenn es um Beast Mode Düfte geht, um günstige Beast Mode Düfte. Und qualitätmäßig, ja, ist das von allerfeinsten. Natürlich, hier wieder, ich kenne die aktuelle Version nicht, das ist die allererste, die hält wirklich 14 bis 15 Stunden. Und ja, ein würziger, alkoholischer Duft. Ich weiß es gar nicht, das müsste Rum sein, wenn ich mich nicht ganz täusche, ja. Und das ist natürlich nicht von schlechten Eltern und sehr, sehr nice. Da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog immer so schön sagt. Und ja, ihr solltet den auf jeden Fall trotzdem auch in der aktuellen Version mal testen. Er ist, habe ich gehört, ein bisschen stärker wieder geworden, aber trotzdem wir reden hier nicht von auf einmal nur noch 5 Stunden, also wir reden da trotzdem noch von 8, 9 Stunden. Trotzdem sehr gut Ausstand. Das ist ein Qualitätsduft, der riecht richtig nice. Wer auf so eine Düfte steht, busige Düfte, ein bisschen so dieses, ja, schon rumartige, der ist mit diesem Duft wirklich gut aufgehoben. So. Dann kommen wir wieder zu einem sehr, sehr günstigen arabischen Duft. Wieder Lattafa Opulent Oud. So. Ne? Sieht nicht schlecht aus und ist auch nicht schlecht. Aber man muss wirklich Vanille und Oud mögen. So, und das und Rose weiß ich gar nicht. Vanille Oud, das ist natürlich so ein, und auch ein bisschen Rose, das ist natürlich wieder so ein Kontrast. Das muss man mögen. Da ist auch eine sehr starke Vanille drin. Es ist manchmal, habe ich das Problem, ich habe das bei keinem, außer dieses, wenn eine Vanille so ein bisschen synthetisch so stark ist, dass ein bisschen übel wird. Das habe ich hier jetzt nicht, aber sie geht trotzdem in so eine Richtung sehr stark. Der ist wirklich sehr, sehr stark, der Duft. Und da dürft ihr auch nicht so viel sprühen, der strahlt aus. Aber für das Geld, das ist bombastisch, bombastisch geil und hier stark. Und ja, da könnt ihr richtig auf den Putz hauen und auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, so, jetzt kommen wir zu dem Drogerieduft, den ich meine, und zwar Rammstein Rosenrot, und zwar der erste. So, da reden wir jetzt aber von einem ganz anderen Kaliber, was die Haltbarkeit angeht. Also der hält bei mir 12, 13 Stunden und das ist ein Drogerieduft. Und wer auf, ja, viele sagen, der ist nicht süß. Ich finde schon so süßliche Rose steht, der ist hier bestens bedient. Ich vergesse jedes Mal, ich werde es jetzt wieder einblenden, die türkische Spezialität. Aber warum vergesse ich das immer? Auf jeden Fall, so riecht dieser Duft in meinen Augen richtig geil. Rosenrot ist für mich immer noch, jetzt mit Engel von Rammstein, ich habe alle Rammstein-Düfte, die bis jetzt rausgekommen sind, ist er mit mein Liebling mit Engel, weil Engel riecht so nach Cannabis und richtig geil gemacht. Ich finde alle gut, aber das ist schon sehr nice. Ja, so, dann kommen wir zu einem Labitus-Duft. Eau de Toilette Labitus Pur Homme. Ted Labitus. So, das ist jetzt kein Duft für Weicheier. Hat eine gute Haltbarkeit, 10 Stunden, aber eben oldschool und vor allen Dingen seifig, animalisch. Oh, da kommt das Tier aus dir raus. Also das ist ein Duft, nicht, nochmal klar, ihr könnt den tragen, egal wie alt ihr seid, aber im Endeffekt ist ein Duft so ab 35, aber ich kenne welche, die sind jünger und die tragen diesen Duft. Das ist natürlich geil. Also Leute, schlagt dazu, der kostet nichts, hat eine bombastische Haltbarkeit, riecht, also wer seifig, animalisch, so bis dieses angehauchte mag, ist mit diesem Duft bestens bedient. Ted Labitus Pur Homme. So, der vorletzte, Bogart Pur Homme, Jacques Bogart. Ja, das ist ein schöner, ich finde auch Gourmand-Duft mit, der Sprüher, der ist so laut, oh, so marzipanmäßig, sehr stark, auch hier Kirsche ein bisschen. Oh ja, Marzipan, Kirsche, aber anders, jetzt hier nicht so Los Sherry, ganz anders, bist richtig geil und bombastische Haltbarkeit. War aber zu mal weg, ist jetzt glaube ich wieder da, vielleicht musste da auch reformuliert werden, ich habe keine Ahnung, aber ich glaube Jacques Bogart wird da sich nicht so viel rausnehmen. Also hier habt ihr bei Jacques Bogart überhaupt deren Düften vielleicht nicht immer den besten Sprüher, weil das ist hier drin, seht ihr,
Ist ein bisschen, ja, nicht so gut, aber ihr habt eine bombastische Haltbarkeit und günstig. So, und es geht ja darum, günstige Düfte zu kaufen mit super Haltbarkeit, und da gehört der Pour Homme von Bogart, Pour Homme von Jacques Bogart dazu. So, und zu guter Letzt haben wir einen geilen Duft, jetzt muss ich überlegen, von Creed, den Silver Mountain Water sehr nahe kommt, sehr nahe kommt, von Amar, und zwar Club de Nuit Silage. So, und der ist eine Haltbarkeit erstmal, ich bin der Meinung, soweit ich den im Kopf habe, den Creed, ist der hier definitiv stärker und natürlich günstiger und riecht identisch. Ich bin kein so ein großer Fan von Silver Mountain Water, glaube ich, heißt das Silver Mountain Water. Virgin Island Water ist, glaube ich, der andere. Mein Gott, das ist da so, ne? Der ist natürlich geiler, aber der hier, der hat was. Ist, ja, synthetisch, aber der hat Dampf, und dieses frische, das ist wirklich Duft für den Sommer, Frühling, kommt sehr nice. Und Club de Nuit kennt ihr ja, Club de Nuit Intense. Der ist ja im Endeffekt ein, wie soll ich sagen, ja, Aventus-Klon. Das ist jetzt hier ein Silver Mountain Water-Klon und so weiter und so fort. Aber ich habe ja auch, wie gesagt, immer das Original, außer jetzt von den Duft nicht, aber sonst habe ich immer das Original. Aber man kauft die sich ja, und um den Vergleich, ich kaufe die, um die euch vorzustellen, logischerweise. Normalerweise habe ich das Original, aber es gibt eben Leute, die nicht für einen Creed 300 Euro ausgeben wollen oder 250 Salate oder auch nicht können. Und deswegen ist das eine sehr gute Alternative. Und ja, solltet ihr auf dem Schirm haben. Also Leute, das waren Top 10 Düfte, die günstig sind, aber eine wirklich gute Silage haben. Nein, das war nicht die Haltbarkeit. So, aber im Endeffekt ja, auch eine gute Silage. Also sie sind alles Düfte, die wirklich extrem gut ausstrahlen. Also nicht nur Haltbarkeit, aber es ging mir jetzt grundsätzlich um die Haltbarkeit, und die 10 solltet ihr auf jeden Fall mal testen. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal.